In der Tugendethik geht es um die Ausbildung bestimmter guter Charaktereigenschaften, sogenannter Tugenden. Diese entstehen laut Platon aus der richtigen Verfassung der Seele. Was Platon ganz genau unter Tugend versteht, welche 4 besonders wichtigen Tugenden er unterscheidet und wie der Mensch diese entwickeln kann, erfährst du in diesem Video. Der griechische Begriff Arete, den Platon verwendet, meint sehr viel mehr als unser deutsches Wort Tugend. Arete bedeutet wörtlich Bestheit, bezeichnet also ursprünglich die herausragende Eigenschaft oder Vortrefflichkeit einer Sache, eines Tieres, eines Menschen oder eines Gottes. Arete ist dasjenige, was das jeweilige Wesen des Seienden besonders auszeichnet. Gemeint ist die Tüchtigkeit und Tauglichkeit im Sinne eines Qualitätsmerkmals. Die Arete eines jeden Seienden besteht in der Vortrefflichkeit, wodurch es seine spezifische Aufgabe, sein Ergon, erfüllt. Im Gegensatz zum deutschen Begriff der Tugend können demnach auch Dinge oder Tiere Arete haben. Die Arete eines Messers wäre beispielsweise seine Schärfe, die Arete eines Pferdes seine Schnelligkeit. Laut Platon ist im Zustand der Arete ein Seiendes am meisten mit sich selbst identisch. Es ist ganz und gar das, was es ist und braucht nichts anderes mehr, um zu sein, was es ist. Es ist ein vollendetes Ganzes, welches seine höchste Seinsmöglichkeit erfüllt. Dies gilt für alle Gegenstände und Lebewesen, auch für den Menschen. Auf den Menschen bezogen meint Arete die Vollendung seines wahren Wesens, also die Vollkommenheit seines Körpers bei gleichzeitiger Bestform seiner Seele. Im Griechischen gibt es hierfür einen eigenen Begriff, Kalokagatia, ein Ideal der körperlichen und geistigen Vortrefflichkeit, eine Einheit von Schönem, Gutem und Wahrem. Einzeltugenden wie Tapferkeit, Gerechtigkeit, Besonnenheit, Weisheit, Klugheit oder Frömmigkeit sind Vortrefflichkeiten der Seele, sowie Kraft, Gesundheit und Schönheit Vortrefflichkeiten des Körpers sind. Laut Platon liegt die Arete des Menschen vor allem in der guten Verfassung der Seele, nicht in der des Körpers. Die Vollkommenheit oder Bestheit des Menschen besteht in der harmonischen Ordnung seiner Seele. Laut Platons Ideenlehre existiert jede Tugend als Idee und kann durch die Vernunft erkannt werden. Tugend ist bei Platon Wissen. Niemand verhält sich wissentlich schlecht, denn dies stünde seiner Eudaimonia, seinem glücklichen und gelungenen Leben entgegen. Wissen und Erkenntnis spielen demzufolge für die Ausbildung von Tugenden eine entscheidende Rolle. Wer die Idee einer Tugend wirklich erkannt hat, der handelt auch tugendhaft. Wer das Gute wirklich erkannt hat, der handelt auch gut. In Platons Dialogen geht es daher sehr häufig um die Definition bestimmter Tugenden. Was ist Frömmigkeit, was ist Selbstbeherrschung, was ist Besonnenheit, was ist Tapferkeit, was ist Gerechtigkeit? Philosophie, das Streben nach Wissen, ist gleichzeitig Ethik. Der Mensch kann durch die Philosophie zur Erkenntnis des Guten gelangen. Die Erkenntnis der Ideen der Tugenden, vor allem der Idee des Guten, führt den Menschen zur wahren Erfüllung seines Wesens, zu einer harmonischen Ordnung in der Seele. Nötig hierfür ist Vernunft. Der Mensch ist nur dann frei und kann auch nur dann glücklich werden, wenn er nicht Sklave seiner Begierden ist. Die Vernunftseele muss die anderen Seelenteile kontrollieren und vor allem verhindern, dass die Begierden des Menschen die Kontrolle übernehmen. Um ein tugendhafter und damit glücklicher Mensch zu sein, müssen die Behinderungen durch den Körper gering gehalten und die Affekte kontrolliert werden. Der vernünftige Seelenteil muss gestärkt, die beiden anderen Seelenteile kontrolliert werden. Nur wenn die Vernunft herrscht, ist ein gutes und damit glückliches Leben möglich. Nach platonischer Ethik muss sich der Mensch nur um die innere Harmonie seiner Seele kümmern, um gut leben zu können. Schon in der Apologie des Sokrates lässt Platon seinen Lehrer Sokrates sagen: Und ich für meinen Teil glaube, dass noch nie dem Staat etwas Besseres widerfahren ist als dieser Dienst, den ich dem Gott leiste. Denn nichts anderes tue ich, als dass ich umhergehe, um jung und alt unter euch zu überreden, ja nicht für den Leib und für das Vermögen mehr zu sorgen als für die Seele, damit diese aufs Beste gedeihe. Und ich sage euch, dass nicht aus dem Reichtum die Arete entsteht, sondern aus der Arete der Reichtum und alle anderen guten Dinge für den Menschen insgesamt, individuelle und gemeinschaftliche. Aber wie genau entstehen die Tugenden? Im letzten Video haben wir gesehen, dass Platon 3 Seelenteile unterscheidet: das Vernünftige, das Mutartige und das Begehrende. Diese Seelenteile stehen in Beziehung zu 4 Tugenden, die später Kardinaltugenden genannt wurden: Weisheit, Tapferkeit, Besonnenheit bzw. Selbstbeherrschung und Gerechtigkeit.
2 dieser 4 Tugenden ordnet er bestimmten Seelenteilen zu. Weisheit ist das Vermögen des vernünftig Lenkenden und Tapferkeit das Vermögen des Mutartigen. Die Tugend der Weisheit zeichnet sich dadurch aus, dass der vernünftige Seelenteil das der Seele Zuträgliche erkennt und beurteilen kann, was wirklich nützlich ist. Es geht darum, zur Idee des Guten vorzudringen, das Gute und Richtige zu erkennen. Die Tugend der Tapferkeit besteht darin, dass das Mutartige an dem von der Vernunft als richtig Erkannten festhält, und zwar gegen alle Widerstände der Begierden. Tapferkeit liegt nur dann vor, wenn der mutartige Seelenteil der Vernunft folgt. Besonnenheit und Gerechtigkeit beziehen sich auf alle 3 Seelenteile. Besonnenheit liegt vor, wenn alle 3 Seelenteile anerkennen, dass die Vernunft herrschen soll. Sowohl das Begehrende als auch das Mutartige und auch die Vernunft müssen besonnen sein und die Herrschaft der Vernunft akzeptieren. Besonders das Begehrende muss besonnen sein, die Begierden unterdrücken und sich der Vernunft unterordnen. Gerechtigkeit herrscht dann, wenn jeder Seelenteil seine spezifische Aufgabe erfüllt, also das Seinige und nichts anderes tut. Das Vernünftige muss besonnen sein, die Seele beherrschen und das Richtige erkennen, weise sein. Das Mutartige muss besonnen sein, sich der Vernunft unterordnen und das durch die Vernunft Erkannte durchsetzen, tapfer sein. Und das Begehrende muss sich fügen, also nur besonnen sein. Gerechtigkeit ist bei Platon keine besondere Einzeltugend, sondern eine Art Mastertugend, welche für die Funktionalität und Harmonie der ganzen Seele zuständig ist. Sie ist die harmonische Ordnung der 3 Seelenteile und die ausgewogene Realisierung von Weisheit, Tapferkeit und Besonnenheit. Die Seele muss laut Platon wie eine Lyra richtig gestimmt sein. Die 3 Seelenteile müssen sich in einer harmonischen Ordnung befinden. Gerechtigkeit, verstanden als harmonische Ordnung der Seele, sorgt dafür, dass der Mensch auch unter unerträglichen äußeren Umständen glücklich ist. Gerechtigkeit bezieht sich bei Platon damit nicht in erster Linie auf bestimmte Handlungen, sondern auf den Zustand der Seele. Er betont jedoch, dass sich aus einem solchen Verständnis von Gerechtigkeit auch gerechte Handlungen ergeben. Wer gerecht im beschriebenen Sinne sei, begehe weder Unterschlagung noch Tempelraub, Diebstahl, Verrat, Ehebruch oder Ähnliches. Befindet sich die Seele in einer harmonischen Ordnung, so verhält sich der Mensch moralisch richtig und kann gut in Gemeinschaft mit anderen zusammenleben. Wird die harmonische Ordnung der Seele jedoch aufgelöst, herrschen im Menschen also die Triebe und nicht die Vernunft, so führt dies zu Ungerechtigkeit und Selbstzerstörung. Nun wird auch klar, warum laut Platon Unrecht tun unter allen Umständen schlimmer ist als Unrecht leiden. Denn wenn ich Unrecht erleide, wird eventuell mein Körper, mein Besitz oder meine soziale Stellung geschädigt, nicht aber meine Seele. Tue ich hingegen Unrecht, so schädige ich in erster Linie mich selbst, also meine Seele. Dementsprechend bezeichnet Platon Tugend als Gesundheit der Seele, Schlechtigkeit als deren Krankheit. Versteht man, wie vorhin erklärt, Arete als Bestform, dann handelt es sich bei der Arete der menschlichen Seele um ihren besten Zustand, den Zustand der Gerechtigkeit. Und da Gerechtigkeit bedeutet, dass jeder Seelenteil das Seinige tut, hängen alle 4 Kardinaltugenden, auch die 3 weiteren Tugenden Besonnenheit, Tapferkeit und Weisheit, miteinander zusammen und voneinander ab. Platon geht von einer Einheit und Interdependenz aller Tugenden aus. Je nachdem, welcher Seelenteil den Menschen beherrscht, unterscheidet Platon in der Politeia 3 Arten von Menschen. Regiert das vernünftige Denken, ist der Mensch lernbegierig und weisheitsliebend. Regiert das Mutartige, ist er machtgierig und ehrgeizig. Und regiert das Begehrende, dann ist er geldgierig und profitsüchtig. Sinnliche Begierden lassen sich nämlich am leichtesten durch Geld befriedigen. Der Geldgierige empfindet die höchste Lust beim Vermögensgewinn, der Ehrgeizige beim Geehrtwerden und der Weisheitsliebende beim Lernen. Der Weisheitsliebende übertrifft laut Platon den Ehrgeizigen und den Geldgierigen, da nur er nach wahrem Wissen strebt und sich durch Erfahrung, Einsicht und Begründung Dinge am besten beurteilen lassen. Was er für richtig hält, ist damit am besten geprüft und am wahrsten. Ein glückliches und gelungenes Leben für den einzelnen Menschen und die Gemeinschaft ist nur möglich, wenn die Vernunft regiert. Denn wie wir es soeben gesehen haben, kann nur dann eine harmonische Ordnung in der Seele entstehen. Die Stärkung der Vernunft und damit die Sorge um die Harmonie in der Seele sind laut Platon, wie wir im Video über die Seelenlehre gesehen haben, nicht nur für das Leben im Diesseits wichtig, sondern vor allem für das Leben im Jenseits.
Denn nur wenn sich die Seele nach dem Tod vom Körper lösen kann, kann sie in die Ideenwelt eingehen und sich mit dem Göttlichen vereinen. Ansonsten wird sie in einem Tier- oder Menschenkörper wiedergeboren. Die einzelnen Tugenden erhalten ihre Einheit, Existenz und Erkennbarkeit durch die Idee des Guten. Sie sind laut Platons Ideenlehre Verwirklichungen des Guten, können also erst durch die Idee des Guten entstehen und erkannt werden. Tugend ist bei Platon Wissen. Um wahre Tugend zu erlangen, muss der Mensch zur Erkenntnis gelangen, und zwar zur höchsten Erkenntnis, der Erkenntnis der Idee des Guten. Erst wenn der Mensch die Idee des Guten erkannt hat und damit erkannt hat, dass sie es ist, der alle anderen Tugenden ihre Existenz und Gutheit verdanken, ist der Erkenntnisprozess vollendet. Erst nach der im Höhlengleichnis veranschaulichten Umwendung der ganzen Seele und damit verbundenen Erkenntnis des Guten kann wahre Tugend entstehen. Die Erkenntnis der Idee des Guten formt nämlich den Erkennenden selbst um. Diese Erkenntnis ist nötig für die Realisierung der Tugenden und damit auch für die ethische Vervollkommnung des Menschen. Ziel der platonischen Tugendethik ist es, die geistige Natur des Menschen zu vervollkommnen, seine Vernunftseele zu stärken und dem Göttlichen gleich zu werden. Auf diese Weise erreicht der Mensch die Eudaimonia, einen Gesamtzustand des guten, glücklichen und gelingenden Lebens, mit dem innere Harmonie und Ordnung, geistige Ruhe und Klarheit verbunden sind. Ein wirklich gutes und glückliches Leben ist bei Platon immer mit Wissen und Erkenntnis verbunden. Der Lohn eines solchen Lebens besteht nicht in äußeren Gütern wie Reichtum oder Ehre, sondern in der Schau der Ideen im Diesseits und der Vereinigung mit den göttlichen Ideen im Jenseits. Aus der Erkenntnis der Idee des Guten ergibt sich auch eine politische Pflicht. Der zur Erkenntnis gelangte Philosoph muss seinen Mitbürgern zu philosophischer Bildung verhelfen und das als gut Erkannte im Staat politisch umsetzen. Er muss durch Seelsorge für Einheit und Ordnung seiner Mitmenschen und in der Polis sorgen und dadurch zu Glück und richtigem Handeln beitragen. Als Philosophenherrscher kann er entscheidend zur Verwirklichung des idealen Staates und damit zum Glück des Einzelnen und der Gemeinschaft beitragen. Ziel von Platons Ethik und Staatsphilosophie ist es, dem Menschen die Eudaimonia, ein glückliches und gelungenes Leben zu ermöglichen. Nötig für ein solches Leben sind bestimmte Güter. Ein Gut, zu griechisch Agathon, trägt zur Eudaimonia, einem glücklichen und gelungenen Leben bei. Glück ist in dieser Sichtweise machbar. Bestimmte Güter und Handlungen tragen zu einem guten und glücklichen Leben mehr bei als andere. Tugend ist für Platon unter allen Gütern das wichtigste Gut. Sie ist für ein glückliches und gelungenes Leben relevanter als alle anderen Güter. Gewöhnliche Güter wie Macht, Ansehen, Gesundheit, Schönheit, Kraft oder Reichtum haben seiner Ansicht nach nur eine begrenzte Bedeutung für das Glück. Denn diese Güter haben einen ambivalenten Charakter. Sie erweisen sich in bestimmten Fällen als nachteilig und können sowohl gut als auch schlecht verwendet werden. Tugend hingegen ist ein konstantes, nicht ambivalentes Gut. Sie kann andere Güter korrigieren und nicht missbraucht werden. Nur ein tugendhafter Mensch kann laut Platon ein glückliches Leben führen. Insbesondere die Tugend der Weisheit ist für Platon ein wichtiges Gut, weil sie einerseits intrinsisch wertvoll ist und andererseits wesentlich zur Eudaimonia beiträgt. So schreibt Platon im Euthydemus: Da wir nun alle danach streben, glücklich zu sein und da wir offenkundig durch den Gebrauch der Dinge, und zwar durch den richtigen Gebrauch, glücklich werden, wobei es das Wissen ist, das die Richtigkeit und das gute Gelingen sicherstellt, muss jeder Mensch, wie es scheint, auf jede Weise dafür sorgen, so weise wie möglich zu werden. Glück folgt also laut Platon nicht aus äußeren Umständen, sondern liegt in der Seele des Menschen. Glück ist machbar, und zwar durch eine Lebensweise, in welcher die Vernunft das Richtige erkennt, die anderen Seelenteile kontrolliert und in eine harmonische Ordnung bringt. Sowohl die Ethik als auch die Politik werden erst seit Aristoteles als eigene Disziplin betrachtet. Für Ethik gibt es bei Platon noch nicht einmal einen eigenen Begriff. Ethik und Politik sind bei ihm nahezu identisch. Die Frage nach der richtigen Lebensweise des Einzelnen und in der Gemeinschaft, also Ethik und Politik, sind bei Platon eng mit ontologischen, erkenntnistheoretischen und kosmologischen Fragen verbunden. Vor allem in der Politeia, die als das zentrale ethische Werk Platons gilt, beschäftigt sich Platon mit dem richtigen Leben des Einzelnen und im Staat. Das Werk trägt den Untertitel Über die Gerechtigkeit. Die Suche nach der Gerechtigkeit beginnt in der Politeia beim einzelnen Menschen und konzentriert sich auf die menschliche Seele.
weitet sich dann aber zu der Frage, welche Rolle Gerechtigkeit für das Glück des Einzelnen und der Gemeinschaft spielt. Die Antwort ist klar. Gerechtigkeit ist um ihrer selbst willen zu erstreben. Nur Gerechtigkeit im Sinne einer harmonischen Ordnung ermöglicht ein gutes und glückliches Leben. Und da die Voraussetzung für ein glückliches und gelungenes Leben laut Platon die harmonische Ordnung in der menschlichen Seele ist, ist das Ziel von Erziehung und Staatswesen, diese Ordnung herzustellen. Ist nämlich die menschliche Seele in Ordnung, dann verhält sich der Mensch sittlich angemessen und ist gemeinschaftsfähig. Nur dann ist ein harmonisches Zusammenleben im Staat möglich. Und wie wir anhand der Seelenteile gesehen haben, kann eine gerechte Ordnung in der Seele und damit auch im Staat nur dann entstehen, wenn die Vernunft über die beiden anderen Seelenteile herrscht. Strafe hilft laut Platon dabei, die Ordnung der Seele herzustellen. Daher ist Strafe kein Unglück, sondern eine Wohltat für den Übeltäter. Sie bewirkt Harmonisierung der Seele und damit Glück. Ethik und Politik sorgen sich beide um die Ordnung in der Seele und in der Gemeinschaft, um so Gerechtigkeit und individuelles und staatliches Glück zu ermöglichen. Nur gerechte Menschen können vertrauensvoll zusammenleben, Ordnung im Staat herstellen und Glück in der Gemeinschaft bewahren. Auch im Staat resultiert Glück aus der Ordnung seiner Teile. Wir sehen bei Platon also eine sehr enge Verbindung von Ethik als Sorge um die eigene Seele und Politik als Sorge um die Seelen der anderen. Ordnung in der Seele des Einzelnen ist die Grundlage für Ordnung im Staat. Wie sich Platon den idealen Staat vorstellt und welche Analogien er zur menschlichen Seele zieht, erkläre ich ausführlich im nächsten Video dieser Reihe. In diesem Video werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Rolle der Erziehung. Platon unterscheidet gewöhnliche oder bürgerliche Tugenden und höhere philosophische Tugenden. Erstere Tugenden sind dabei nur Schattenbilder der letzteren. Dementsprechend kann Tugend auf zwei Arten gelehrt werden. Die vorphilosophische bürgerliche Tugend oder demotische Tugend beruht auf Gewöhnung, Nachahmung und Einübung. Sie muss so lange durch Nachahmung der richtigen Vorbilder eingeübt werden, bis sie zur zweiten Natur wird. Auch der Philosophie ferne Bürger, dem der Aufstieg in das Reich der Ideen unmöglich ist, kann solche Tugenden erlangen. Selbstverständlich können nur 3 der 4 Kardinaltugenden, nämlich die Tapferkeit, die Besonnenheit und die Gerechtigkeit, in dieser geringerwertigen Form auftreten. Eine demotische Form der Weisheit kann es nicht geben. Platon wertet diese bürgerlichen Tugenden stark ab, bezeichnet sie als sklavisch. Sie basieren nämlich nicht auf einer wirklichen Einsicht in das Wesen des Guten und der jeweiligen Tugend, sondern lediglich auf einem vorteilhaften Tauschgeschäft. Man ist beispielsweise aus Angst vor dem Tod im Kampf tapfer oder verhält sich aus Angst vor Strafe gerecht. Dennoch sind solche Tugenden nötig, damit ein Staat funktionieren kann. Die Philosophenkönige in Platons idealem Staat müssen demzufolge nicht nur sich selbst formen, sondern auch dem Volk die gängigen Tugenden vermitteln. So werden den militärischen Wächtern solche Tugenden durch eine sorgfältige Ausbildung in Musik und Gymnastik vermittelt. Dazu mehr im nächsten Clip. Wahre philosophische Tugenden hingegen entstehen aus Einsicht in die Idee der jeweiligen Tugend und Erkenntnis der Idee des Guten. Tugend im philosophischen Sinne ist Wissen. Philosophische Tugenden können durch Lehre im eigentlichen Sinn erlangt werden, der dialektischen Didache. Diese Lehre wird in die Seele geschrieben über das Gerechte, Schöne und Gute und nur sie bringt deutliches, vollkommenes und wirkliches Wissen hervor. Solche Didache, die der Ausbildung künftiger Philosophen dient, ist nur für charakterlich und intellektuell geeignete Menschen vorgesehen. Die Kandidaten müssen daher sorgfältig ausgewählt werden. Bei der Didache handelt es sich um ein jahrelanges Projekt, dessen Ziel die volle Erkenntnis der Idee des Guten ist. Erst durch diese Erkenntnis können nämlich die einzelnen Tugenden vollständig erkannt und entwickelt werden. Für die Entwicklung philosophischer Tugenden sind gute Anlagen und Übungen nötig, vor allem aber ein langer philosophischer Bildungsweg, der zu einer Ideen- und Prinzipienerkenntnis hinführen soll. Das Fundament für die Ausbildung philosophischer Tugenden ist die vorphilosophische Tugendübung. Hierdurch lernt der Mensch, seine Begierden und Affekte so zu kontrollieren, dass diese die Entfaltung seines vernünftigen Seelenteils nicht beeinträchtigen. Laut Platon ist Philosophie und Politik dafür verantwortlich, den Menschen die Ausbildung von Tugenden und damit ein gutes und erfülltes Leben zu ermöglichen. Seine ethischen Vorstellungen hat Platon in der Politeia auch staatsphilosophisch konkretisiert.
Wie sich Platon den idealen Staat vorstellt und welche Analogien er zwischen Seele und Staat zieht, erfährst du im nächsten Video dieser Reihe. Mit dem Quizlet-Lernset Platon Tugendethik kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!